Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute werde ich euch mal wieder ein Apartment zeigen, welches ich besucht habe, als ich in Kowalczyk war oder auf Deutsch Kolberg. Und ja, wir werden es so wie immer machen. Wir werden gemeinsam einen Rundgang durch die Wohnung machen. Ich werde immer erklären, was wir da zu sehen kriegen. Und nach dem Video werde ich auch noch mal so ein paar Worte zu dem Apartment verlieren. Bevor wir loslegen, möchte ich auch noch mal sagen, dieses Video ist nicht gesponsert und zwischen mir und dem Vermieter gibt es auch keine Abmachung oder sonst irgendetwas. Ja, dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß! Ja, dann gehen wir jetzt auch schon auf die Haustür drauf zu und wie wir sehen, sind wir eigentlich in einem ganz normalen Wohnviertel. Vielleicht sieht man das so ein bisschen, die Spiegelung von der Tür. Also wir sind eigentlich mittendrin, wo ganz normale Menschen wohnen. Wir sind in keinem Resort. Ja, nebenbei auch noch, bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch in Zukunft immer benachrichtigt, wenn ich an der Ostsee bin und eventuell neue Apartments vorstellen werde. Also wie gesagt, wir sind in einem ganz normalen Wohnviertel zwischen ganz normalen Einwohnern, sage ich jetzt mal. Wir gehen jetzt hier in den Hausflur rein. Hier konnte man ganz kurz sehen, auf der linken Seite im Wohnblock ist auch ein Aufzug. Wer einen Aufzug nutzen möchte, kann das gerne machen. Wir waren jetzt, oder unser Apartment war jetzt in der zweiten Etage und ja, wir haben das jetzt halt nicht so oft genutzt, den Aufzug. Wir konnten die Treppen hochlaufen. Aber auf jeden Fall ist die Option da. Das ganze Gebäude, also der Wohnkomplex, ist aus dem Jahr 2019, das nochmal so nebenbei erwähnt. Und das Apartment, das heißt Białe Apartment und Białe Apartment heißt auf Deutsch übersetzt weißes Apartment. Und ich denke, man kann vielleicht auch erkennen, warum es so benannt wurde. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es aufgrund dessen so benannt wurde. Ja, und wir sind jetzt im Apartment drin. Und das ist hier der Wohnbereich. Das heißt, wir haben eine Couch, einen kleinen Couchtisch, einen Fernseher, wo man auch Netflix nutzen kann. Internet ist auch in der Wohnung vorhanden. Aber den Link zum Apartment packe ich euch später auch nochmal in der Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr da selber mal nochmal alles nachlesen. Und hier haben wir auch die Küche, die ist wirklich mit allem ausgestattet, was man braucht. Also wirklich Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Ceran-Kochfeld, wie wir das kurz gesehen haben, Kühlschrank, Geschirrspüler, Besteckteller. Also wirklich mit allem ausgestattet, was man braucht. Einen Backofen gibt es da jetzt nicht, aber ja, der war jetzt für uns zumindest jetzt auch nicht so wichtig und notwendig. Aber ansonsten, ich finde, das sieht auch schön aus mit dem Küchenblatt und den weißen Fronten. Sieht auf jeden Fall schön aus, die Küche, kann man sagen. Und ja, hier gehen wir ins Schlafzimmer. Auch ein Bett, sehr bequem. Auch ein Kleiderschrank, da ist wirklich reichlich Platz drin. Auch mit eigentlich allem ausgestattet. Wir haben hier sogar einen Wäscheständer, ein Bügelbrett, ein Mop, wenn man wischen möchte, eventuell, wenn man vielleicht einen längeren Aufenthalt dort hat. Ansonsten hat man da wirklich Platz, seine Sachen zu verstauen. Also zumindest hatten wir jetzt keine Probleme damit, da irgendwie Platz zu finden. Genau. Hier haben wir auch also im Schlafzimmer haben wir einen Balkon, der rausführt. Und im Wohnzimmer haben wir auch im Prinzip einen Eingang zum Balkon, wie wir das jetzt hier gleich kurz sehen. Später zeige ich das auch nochmal, dass man auch einen Eingang hat, vom Wohnzimmer aus auf den Balkon zu gehen. Ich finde so eine Kombination irgendwie immer sehr, sehr schön. Also für mich persönlich jetzt. Ich weiß nicht warum, aber das sagt mir irgendwie sehr zu. Überhaupt im Schlafzimmer einen Balkon zu haben, finde ich echt klasse. Und ja, das ist der Balkon. Ist eigentlich auch in Ordnung. Man muss sagen, die Aussicht ist jetzt nicht die allerbeste, aber wie gesagt, wir sind hier mitten im Wohnviertel. Was man aber auch dazu sagen muss, zur Promenade ist es vielleicht 5 Minuten Fußweg. Also man ist jetzt nicht vom ganzen Geschehen abgeschnitten, aber man ist einfach mittendrin und kann vielleicht auch ein bisschen leben wie die Einwohner dort. Ne? Das ist ja auch, wie gesagt, eine schöne Wohnung. Ja, hier sind wir im Badezimmer. Auch Badezimmer finde ich sehr elegant, sehr stylisch eingerichtet, sehr sauber. Im Allgemeinen das ganze Apartment sehr sauber, aber hier auch Badezimmer sehr sauber. Da wurde auch Duschgel zur Verfügung gestellt und Shampoo und Seife und alles. Man sieht auch Handtücher wurden da zur Verfügung gestellt. Ist auf jeden Fall alles sehr schön eingerichtet, echt klasse. Ja, genau. Auf jeden Fall schön.
Also mir persönlich hat das Apartment sehr gefallen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dort ein zweites Mal hinzugehen und auf jeden Fall dort auch nochmal einen Aufenthalt zu buchen. Genau. Jetzt sehen wir hier auch einen Traktor durchfahren. Ja, wenn man in Polen ist, in Polen wird viel Landwirtschaft betrieben, dann kann das auch mal passieren, dass mitten auf der Straße mal ein Traktor auftaucht. Ne? Ist aber jetzt auch nichts Ungewöhnliches wie in Deutschland. Ne? Also ist jetzt nichts Seltenes. Genau. Ja, das war auf jeden Fall das ganze Apartment und im Großen und Ganzen kann ich sagen, ist auf jeden Fall ein sehr schönes, sauberes Apartment. Hier jetzt auch noch ein paar Worte meiner Seite zum Apartment. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das ein wirklich sehr schönes und auch geschmackvoll eingerichtetes Apartment ist. Auch zur Sauberkeit kann ich da nur sagen, dass es überall wirklich sehr sauber war, was man wirklich von jedem Vermieter behaupten kann. Und auch der Kontakt zum Vermieter war wirklich problemlos. Wenn wir mal irgendwelche Fragen hatten, haben wir nicht länger wie circa 30, 40 Minuten auf eine Antwort gewartet. Der Vorteil, welchen wir persönlich als Vorteil angesehen haben, war, dass das Apartment mitten im Wohnviertel war. Also man war vom ganzen Massentourismus, sage ich mal, nicht belagert, aber auch zur Promenade hatten wir es nicht weit. Also der Fußweg zur Promenade und zum Meer ist circa 5, 6, 7 Minuten und ist ja zumindest unserer Meinung nach sehr gut zu erreichen und ja auch wirklich problemlos. Also ich persönlich kann dieses Apartment wirklich jedem empfehlen. Von der Größe her kann man auch sagen, dass es für 2 Personen total ausreichend ist. Auch 3 Personen würden da problemlos ihre Ferien verbringen können. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Ja, bleib gesund, einen schönen Urlaub noch und bis zum nächsten Mal. Ciao!